Winfried, wie sieht die Ernte aus? Die Ernte. Gucken Sie mal an. Nix außer Stöcke. Ah, Nur Stöcke. Ist trocken wie Sau. ich sehe schon, der Boden wirft nicht gut ab, wa? Nee, überhaupt nicht. Na gut, schau ich mal weiter. Die Versorgung der Stadt muss irgendwie sichergestellt werden. Ja, so ist es nicht unbedingt möglich mit diesem Boden. Jens, Hä? wie sieht's aus mit den Fängen? Ja, also wir haben da noch Fische im Wasser. Was, wirklich? Nee. Och, Manu. Ja, was machen wir jetzt? Oh, verhungern würde ich sagen. Mit den paar Fischen kommen wir nicht über den Winter. Und die man aus Wasser zieht, die stinken auch schon. Hier, guck. Ich schätze, ich werde das zu dem Jal berichten müssen. Ja, mach das. Nur 2 Säcke Getreide. Mehr nicht. Mein Jal? Ja, nicht. Ja? Mein Jal, Ja. ich habe euch etwas zu berichten. Dann berichtet. Die Nahrungssituation ist, wie wir bereits erwartet haben, nicht gut. Laut So viel Winfried... weiß ich auch schon. Ja, aber noch schlimmer als ihr dachtet. Laut Winfried reicht das Getreide noch höchstens ungefähr, ich würde sagen, 2, 3, vielleicht 4 Tage. Je nachdem, wie wir damit haushalten. Und, naja, Jens hat wohl seit Tagen keinen Fisch mehr an Land gezogen. Er hat mir genau einen Fisch gegeben und der roch schon stark. Was ist denn du mit diesem vermaledeiten Land? Das Getreide verdirbt im Boden und die Fische ziehen wir schon gammelig an Land. Das soll einer aushalten. Mein Volk verhungert und... Mein Jal, ihr müsst Entscheidungen treffen, dafür seid ihr Jal. Ich weiß. So kann es nicht weitergehen. Das weiß ich selber. Dann handelt dementsprechend. Ich werde handeln, wenn ich es für richtig halte. Was hat die gesagt? 2 Tage? Maximal. Vielleicht 3. Dann habe ich 2 Tage Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt geht, lasst mich in Ruhe. Mein Jal. Wie haben sie das nur mal geschafft, mein Jahr? Von außen sieht es so einfach aus, diese ganze Sache mit dem Regieren. Zu wenig Essen, wir werden mehr Essen organisieren. Feinde können niedergeschlagen werden. Oder ihr Weg war ja oft der Diplomatie. Aber wenn man jetzt so selber drin steckt, scheinen mir alle Probleme unlösbar. Ja, Herr General, was machen Sie denn hier? Ich vermute mal aus dem gleichen Grund, wie warum Sie hier stehen. Sie wollen mit den Toten reden? Ja, ich wollte einfach nochmal über Gründer seinen Tod nachdenken. Guter Mann. Viel zu jung gestorben. War mein guter Kämpfer auch. Nicht gut genug, wie es aussieht. Doch, wie. Wisst ihr vielleicht, wie Ründal überhaupt gestorben ist? Er ist gestorben für die Sachen, die er geglaubt hat. Er hat sein Leben gelassen für Kriegsgladen und seine Bewohner. Diese elenden Blutsauger und diese elenden Verräter von Warnock. Die haben seinen Tod zu verantworten. Jeder einzelne von ihnen. Da kann ich euch nur zustimmen. Das ist eine Schande, diese ganzen Vampire und was es dann noch alles gibt. Es sind jetzt schon zu viele gute Männer an dieses schreckliche Land anheimgefallen. Der Boden ist unfruchtbar und das Land ist voller Gefahren. An manchen Tagen überlege ich, ob wir einfach zurückfahren sollten nach Bergenes. Zurück. Ja, zurück. Zurück in die Heimat. In die kalten, frostigen Meere. Ich dachte, Kingsgarden wäre eure Heimat. Oh nein, wir sind hier noch nicht lange. Ursprünglich kommen wir alle aus Bergenes, oder zumindest die meisten von uns. Ein idyllisches Dörfchen am Fuße eines gigantischen Berges. Aber wir sind losgezogen auf der Suche nach Sicherheit und Nahrung und wir haben nichts davon gefunden.
verstehe. Und seid ihr sicher, dass ihr jetzt dort zurückgehen wollt? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gar nichts mehr sicher. Ich weiß nicht, wie man überhaupt Jarl ist. Ich habe damit ja keine Erfahrung. Ich bin auf den Straßen Bergenes groß geworden und soll jetzt meine Männer in eine sichere Zukunft führen? Doch hat Jarl Hoffmann euch doch zum Jarl ernannt. Dies wohl nicht ohne Grund. Manchmal scheint es mir so. Ich, ich kannte vielleicht den Jarl Hoffmann nicht, doch wird er sicher seine Gründe gehabt haben, warum er euch zum Jarl ernannt hat. Also wenn ihr eurem eigenen Urteil nicht traut, dann traut doch wenigstens das des alten Jarls. Verdammt, ihr werdet recht haben. Ich werde morgen eine große Versammlung einberufen. Wir fahren zurück. Meine teuren Keksgladener. Ich weiß, diese Stadt ist vielen von uns lieb und teuer geworden. Es wurden Bande auf ganz Egorin geknüpft. Bande der Liebe und Kameradschaft. Aber nur mit Sentimentalität werden wir die nächsten Wochen nicht aushalten. Unsere Quellen sagen, Aschmark verhalte sich ruhig. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Horden der Untoten übers Land ziehen. Dieses Land, was so verflucht scheint. Unsere Nahrungsquellen versiegen und selbst die Götter scheinen auf uns zu spucken. Nicht wir alle sind hier aus Egorin. Die meisten von uns stammen aus Bergenes. Und ich fürchte, wir müssen dorthin zurückkehren. Einst sind wir dort aufgebrochen, auf der Suche nach neuem Land und auf der Suche nach neueren Nahrungsquellen. Land haben wir gefunden, aber keine Nahrung und kein Land, was ein Volk tragen kann. Wir werden gleich morgen in den See stechen. Heimwärts. Ins Land der Vorväter. Bergenes. Diese sagenumwobene Insel. Wir werden heimkehren. Ich weiß auch schon wie. Ich weiß nicht wie. Wir sind damals einfach aus dem Hafen in die erstbeste Richtung gefahren. Dann sind wir in einen Sturm geraten und als ich wieder zu mir gekommen bin, waren wir hier und ich weiß nicht mehr, in welche Himmelsrichtung wir überhaupt gefahren sind. Die Wasser rund um Bergenes sind tückisch und voll von Wassergeistern. Keine Ahnung, wo die uns hingetragen haben. Wanderer, ich weiß, ich war irgendwie scheiße zu euch, aber könnt ihr mir vielleicht helfen? Bitte? Also, ihr wollt also, dass ich einen Weg nach Bergenes finde. Ja. Also Bergenes ist kein normaler Ort. Aber ich glaube, ich habe da eine Idee. Wartet mal, Manjal, ich muss mal kurz in meinen Büchern schauen. Hier irgendwo hier stand doch. Schaut mal eben mit. Ich suche Fischheim. Also hier steht was von einem Fischbart. Fischbart. Ja, nimmt das mal raus. Das ist ein dicker Wälzer. Ah, das hier? Genau. Ja, wunderbar. Ja, super. So. Also, Wassergeist. Der Wassergeist der Strömungen. Grad Ost. Grad Nordwest. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich brauche ein Boot. Ein Boot? Ein Boot. Wie groß? Ein Ruderboot, eine Person. Ich schaffe das alleine. Was habt ihr vor? Und das werdet ihr dann feststellen. Hoffentlich klappt's. Kein Problem. Treff dich am Steg in 20 Minuten. Alles klar. So.
Mein Jarl? Ja, Da bin ich. Das ist das Boot? genau. Nagelneu und selbst geschreddert. Von mir natürlich. In der kurzen Zeit. Natürlich. Okay, dann würde ich jetzt aber losfahren. Gerne. Gut, dann lassen wir das mal eben zu Wasser. Könnt ihr schieben? Klar. Gute Reise. Okay, ja, wirkt erstmal dicht. Danke. So, jetzt muss ich nach Natürlich Süden, ist es Norden. dicht. Ja, da so. Wunderbar. Ja, ja, hier so. Tschüss. Tschö. Natürlich ist das dicht. So, das müsste es hier, glaube ich, sein. Wassergeist. Oh, klingel ich doch mal. Okay. Wer war es, den mächtigen Wassergeist des Nordstroms bei seinem Nickerchen zu stören? Ich wollt nicht stören. Mein Name ist Wanderer von Keksgladen, oh Wassergeist. Wie war der Name? Wanderer. Wir kennen uns nicht, oder? Nein, nicht persönlich. Ich habe bei euch in einem Buch gelesen. Wie war's? Wanderer von Keksgladen. Von Keksler, kenn ich nicht. Wo liegt das? Das ist ein Dorf nördlich von hier, oh Wassergeist. Nördlich von dir. Ach, das ist an der Küste. Ja, genau, das an der Küste. Ja. Das sind wir ein Nachbar, das ist ja super. Nachbar, Ach, ja. komm doch rein. Ach nee, dritte Klar. ist aufgeräumt. Warte, wir gehen nach hinten. Wollen Sie einen Keks? Die sind ein bisschen trocken geworden, aber sonst echt lecker. Nee, ich habe hier so eine Wasserglocke auf, damit ich nicht ersticke. Nehmen Sie einfach trotzdem einen für später. Hier. Ja, Wir gehen schon mal nach hinten, okay? ja, schön. Freue ich mich. Fantastisch. Ja, komm doch mit. Nachbarn, das ist ja großartig. Wissen Sie, ich treffe so selten meine Nachbarn. Ja, das glaube ich. Sie wohnen ja auch doch recht abgelegen, nicht wahr? Na, das ist alles eine Frage von Perspektive. Also, die meisten Sterblichen, die zu Besuch kommen, haben ein ganz anderes Verständnis von Zeit und Raum im Gegensatz zu uns alten Wesen, die hier oft genannt werden. Beispielsweise, wenn Sie hier dann gucken, sehen Sie wahrscheinlich nichts weiter als leeres Kies und Meeresboden. Tatsächlich ist relativ dicht mit dran, zum Beispiel Ihr Dorf oder das Haus von Magdalene oder Margarete und natürlich Torben. Die wohnen ja alle ganz in der Nähe. Das sind andere Ja. Wassergeister, können Sie sich vorstellen. Klar. Sie wohnen also schon länger hier in der Gegend? Ja, seit ungefähr einem Jahr, ja. Ach, seit ungefähr einem Jahr. Spannend. Weswegen sind Sie noch vorbeigekommen? Ich glaube, Sie haben es schon gesagt, oder haben Sie es schon gesagt? Ja, wir sind hier, also ich bin hier, oh Wassergeist, um Sie zu fragen, Bitte, also, nenn mich doch Uwe. Uwe, alles klar, also ich bin hier, oh Uwe, weil ich Sie als Wassergeist fragen wollte, ob Sie nicht eine Möglichkeit kennen, wie man nach Bergenes kommen kann. Bergenes, das habe ich immer schon mal gehört. Es sind ja auch schon Städte, ich habe sie so mit Städten. Wie heißt denn die Küstenlinie? Ägorin. Ägorin. Nee, das ist doch in Richtung Norden, daher kommen sie doch. Ja, richtig, und wir müssen Richtung Süden. Also Bergenes, Insel, Wind des Schicksals, vielleicht sagt Ihnen das was. Ja, Wind des Schicksals. Das ist eine Bekannte von mir, aber wir haben uns vor geraumer Zeit zerstritten. Die Ja. will ich mir nicht fragen. Aber ich glaube, wir kriegen zur Meeresströmung in Richtung Süden. Ja, doch, aber Berge, hat das was mit dem Berges zu tun? Ja, richtig, der Berg Berges, ja. Wann so soll das sein? In den nächsten 300, 400 Jahren oder so? Passt das? Also im Optimalfall wäre eigentlich morgen früh. Morgen früh. Das könnte schwierig werden. Ich hätte eigentlich vor, für die nächsten 100 Jahre mein Nickerchen weiterzumachen. Ich gucke, ob es einfädeln lässt.
Ja, das wäre super. Also, wir segeln einfach Richtung Süden, ja? Genau, einfach Richtung Süden. Im besten Fall treffen Sie dann auf eine größere Wellenfront. Da sollte dann der richtige Strom sein. Okay, vielen Dank. Dann würde ich... Ja, unter Nachbarn hilft man sich doch immer gerne. Klar, immer. Also, auch wenn Sie mal vorbeikommen wollen in Bergenes, dann freuen wir uns natürlich. Natürlich, natürlich. Ich komme doch immer gerne zu Besuch. Sehr Ich schön. bring Kekse mit. Kekse, super. Dann kann ich die vielleicht auch essen, weil jetzt habe ich ja wieder die Glasglocke auf. Ja, wollen Sie noch welche mit? Nee. Sehr gerne. Ja. Ja, dann würde ich aber auch wieder gehen, weil mir geht sonst gleich die Luft aus, ja? Ah, stimmt. Luft. Ja. Na, dann will ich Sie gar nicht länger aufhalten. Gute Reise. Ja, vielen Dank, Uwe. Tschüss. Tschüss. Bäckchen, hast du echt eine ganze Kiste mit Dreckwäsche eingepackt? Wir brauchen die nicht. Ist nicht dreckig. Die habe ich nur getragen. Ruck, oh, ruck, oh, ruck. Oh, ich hab eine super Idee. Besitzt du Unterhosen? Ich habe Pyjamas. Wir haben eine Toilette hier im Keksgladen. Au, ruck. Es bewegt sich echt nichts. Ruck. Bewegt sich gar nichts. Ach, das kann nicht so schwer sein. Okay, komm Leute, noch einmal. Au, ruck. Sag mal, ist da noch irgendwas drin? Ist da noch irgendwas drin? Ich guck mal kurz nach. Hallo? Beim heiligen Keks, habt ihr schon was von Privatsphäre gehört? Wo kommt was sie denn ist her? Das hier? Man will hier in Ruhe einmal aufs Klo und direkt ist die ganze Bude abgerissen. Ich wusste gar nicht, dass sie... Ich bin raus, auf Wiedersehen. Okay, tschüss. Pastor? Okay, Schneckchen, hör mir zu. Du hältst die Leiter unten fest. Und das war's. Kriegst du das hin? Nochmal bitte? Du stellst dich hier hin, nimmst deine beiden Schwabbelarme, Okay. fest die Leiter an und versuchst dafür zu sorgen, dass sich die Leiter dann nicht bewegt. Okay. Gut, ich kletter jetzt hoch. Okay. Das ist viel zu hoch, um sich auf diesen Klotzkopf zu verlassen. So. Den Sägestock können wir doch gut gebrauchen. Hast du die Leiter? Ja. Okay, dann komme ich jetzt wieder runter. Okay. Ah!
Schneckchen! Oh, vielen Dank. Das kommt denn da rein. Ja, warte. So, wunderbar. So, kommst du, Steckchen? Einsteigen bitte. Sicher, dass das klappt mit dem Salzwasser und so? Na klar, wenn so ein Fass erstmal richtig zugenagelt ist, dann kommt da kein Tropfen rein oder raus. Wenn du es sagst. Klar, hopp hopp. Hast du noch Proviant dabei? Ja. Ja, ein Apfel, hier kriegst du was von mir. Wird eine lange Fahrt. Kopf einziehen, ich mach die Klappe zu. Okay, nicht erschrecken, ich schlag die Nägel rein. Alles gut soweit? Ja. Ah, wird schon passen. Gut, dann mache ich jetzt das Fass endgültig zu. Hey, Jungs! Kann mir einer tragen helfen? Jo, ich helfe dir, komm. Ja, hier. So ein schweres Ding. Was ist da drin? Ach, nichts Wichtiges. Alles gut? Ja. Wunderbar. Herr General. Also dann, alle aufs Schiff. So. Wackelt aber ziemlich. Herr General, übernehmen Sie das Ruder. Jawohl. So. Steckchen, die da unten geht's auch gut. Ja, wird schon passen. Ich denke schon, ja. So, dann werden wir erstmal uns vom Steg abstoßen. Hat hier eine Pinne? Alles klar. Oh. Okay, ist gut. Gut, Denke, dann Hauptsegel hissen. Ja, ist gut. Machen wir. Alle mal an die Hauptklampe. Herr General, passen Sie auf! Pass schon auf. Wir müssen unbedingt das Ruder halten. Dieser Segelfetzen, der hier immer noch hängt, der zieht uns sonst so weit Richtung Steuerbord, dass wir kentern. Ich gebe mein Bestes. Holt den Segelfetzen ein! Wanderer, bring gefällig Steckchen unter Deck. Wenn er auf der Rede Ja. steht, dann fällt er noch über Bord. Klar, ich versuch's. Versuch's schneller! Ich weiß was, ich versuch was, ich tue, was ich kann. Und warum hat noch niemand das Segel eingeholt? Weil, also ich versuche gerade das Schleckchen hier in. So, da ist gut. Herr Die General, Gelage ist gerissen. So kommen wir nicht ans Segel. dann. Wie sollen wir das Herr machen? General, könnt ihr das Ruder noch halten? Es geht noch. Gut. Ich versuche was. Wir müssen Wasser schöpfen. Ist die Bilge gelaufen? Ja. Wir haben Wasser im Bug. Wasser im Bug, schöpfen. Ja, mein Ja, Sie sollten auch schöpfen. Sehr gut. So schaffen wir es vielleicht. Achtung, eine Welle. Tiger Kavenzmann. Eieieiei. Herr General, Sie schaffen das? Es geht noch. Herr General! Geht's Ihnen gut? Sagen Sie doch was, Herr General! Das Ruder! Oh nein, so leicht werden wir nicht untergehen. Ah! Okay, das wird für eine Weile halten. Wie geht's dem General? Schlecht, fürchte ich. Wenn endlich dieser gottverdammte Sturm aufhören würde.
Tja, Schneckchen, wir haben es geschafft. Wir alle sind in Bergenes angekommen.